Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir waren ja letztes Mal beim Sauerkraut stehen geblieben und da ich jedes Mal wieder Probleme habe, die Menge richtig einzuschätzen, habe ich auch diesmal wieder einen kleinen Krautkopf zu viel vorbereitet gehabt. Da euch das auch passieren kann, dachte ich mir, ja, wäre eine gute Gelegenheit, euch auch einmal ein kleines Kochrezept vorzustellen, und zwar Krautfleckerl. Ein Klassiker aus der Wiener Küche. Vegetarisch, man kann es auch vegan machen, dann muss man allerdings Teigwaren benutzen, wo keine Eier verarbeitet wurden. Das Ganze ist relativ simpel, braucht nur eine gewisse Zeit, denn das Kraut muss weich gedünstet werden. Als erste Vorbereitung habe ich hier schon einmal angefangen und den Krautkopf in kleine Stücke geschnitten. Zu dem etwa 1 Kilogramm Kraut kommen noch etwa 200 Gramm Zwiebel. Ich werde jetzt exemplarisch einmal eine Zwiebel vorbereiten. Die anderen sind ja dann ähnlich in der Verarbeitung. Wir schneiden ihn einfach ganz fein und dann ist das auch schon erledigt. Weiter geht es direkt im Kochtopf. In einer ordentlichen Portion Öl, ungefähr, ja, ich würde sagen 10 bis 12 Esslöffel, wird jetzt Zucker karamellisiert. Dazu ist es wichtig, das Öl erst einmal zu erhitzen und dann 100 Gramm Zucker einzurühren. Das dauert jetzt eine Weile. Ich schaue mal, vielleicht kann ich das Video etwas beschleunigen, damit ihr wirklich seht, wie sich dieser Zucker auflöst und dann zu einer Karamellschicht wird. Genau so soll das Ganze aussehen, wenn es fertig ist. Und jetzt kommt der Zwiebel dazu. Vorsicht, diese Mischung ist extrem heiß und es kann sein, dass Fett hinaufspritzt. Deswegen hier ganz vorsichtig hinzufügen. Und danach natürlich auf jeden Fall sofort umrühren. Das Ganze soll eine schöne braune Farbe ergeben. Das Wasser, das im Zwiebel enthalten ist, verdunstet jetzt sofort. Keine Angst, das ist nicht gefährlich, außer man hält den Kopf direkt darüber. Immer rühren, damit nichts anbrennt, und am besten den Herd auch entsprechend herunterdrehen. Wenn der Zwiebel jetzt einmal etwas angedünstet ist, fügen wir auch gleich das Kraut hinzu. Auch wieder auf Etappen. Es dauert jetzt ein Weilchen, weil es ja doch eine relativ große Menge an Kraut ist. Sollte sich in diesem Topf aber trotzdem ausgehen. Man merkt auch, dass die Hitze sofort abnimmt, weil ja das Kraut auf Zimmertemperatur ist und sofort die Energie aus dem Öl gezogen wird. Falls sich nicht das ganze Kraut im Topf ausgeht, einfach zwischendurch einmal umrühren, abwarten, bis es von sich aus zusammenfällt und dann weiter auffüllen. Diese Karamellschicht, die ihr hier erkennen könnt, ist übrigens ganz, ganz wichtig und die gibt erst so richtig den Geschmack. Jetzt werden wir noch kurz warten, bis das Ganze in sich zusammengefallen ist und dann mit etwas Suppe aufgießen. Ich verwende dafür Leitungswasser und mein Suppengewürz. Das besteht aus gehäckselten pflanzlichen Materialien, also im Prinzip Suppengrün einmal durch die Küchenmaschine gedreht. Ein Video dazu habe ich auch schon erstellt und das verlinke ich euch jetzt noch schnell oben in der Infobox. Sieht dann etwa so aus. Davon kommt ein guter Esslöffel hier hinein und dann wird mit etwas Wasser aufgegossen. Wichtig, nicht zu viel Wasser benutzen. Das Kraut soll hier vor sich hin dünsten, aber eigentlich nicht gekocht werden, sondern eben nur durch den Wasserdampf etwas garen.
Wenn das ganze Wasser verbraucht ist, also verdampft ist, dann könnt ihr noch mit weiterem Wasser aufgießen. Dieser Vorgang wird jetzt ungefähr, ja, ich würde mal sagen 15 bis 20 Minuten dauern. Dann sind die Krautbestandteile so weit durchgedünstet, dass sie schön weich sind, und dann können wir auch die Teigwaren dazugeben. Diese 15 Minuten bieten sich an, um die Nudeln aufzusetzen und entsprechend zu garen. Wenn das Nudelwasser kocht, wird es Zeit für die zweite namensgebende Zutat, nämlich die Fleckerl. Ich bin ehrlich gesagt momentan überfragt, ob es diese Nudelvariante außerhalb von Österreich überhaupt gibt. Sie sehen in etwa so aus, ähnlich wie kleine Schmetterlinge, und heißen eben bei uns Fleckerl. Vielleicht sind sie im restlichen deutschsprachigen Raum unter einem anderen Namen bekannt. Ich verwende hier 500 Gramm, das ist die Menge, die ich für meine hungrige Meute auf jeden Fall benötige, deswegen auch 1 Kilo Kraut. Es ist sehr leicht herunter zu skalieren und das Rezept gelingt mit kleineren Mengen natürlich genauso. Die Nudeln kommen in gesalzenes Wasser und werden einfach nach Packungsangabe gegart. Wichtig ist, dass wir hier darauf achten, dass die Teigwaren danach noch bissfest sind, sonst ergibt das zusammen mit dem weichen Kraut eine etwas gewöhnungsbedürftige Konsistenz. Während die Pasta jetzt gart, werden wir noch dafür sorgen, dass das Kraut auch etwas Geschmack bekommt. Das machen wir, indem wir kräftig salzen und pfeffern. Salz ist hier besonders wichtig, das ergänzt sich nämlich mit dem karamellisierten Zucker sehr gut. Wir brauchen auch eine etwas größere Menge Salz, denn sonst wirkt dieses Gericht ziemlich geschmacklos und leer. Natürlich, man muss jetzt nicht unbedingt hier jetzt mit Riesenmengen Salz herangehen, man kann auch auf dem Teller noch nachwürzen. Wichtig ist aber hier eben jetzt einmal großzügig mit Salz und Pfeffer an die Sache heranzugehen. Und mit großzügig meine ich wirklich, keine falsche Scheu zu haben. Auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt, als würde man das vollkommen überwürzen, ist es durch das Karamellisieren dann doch so, dass der Geschmack des Pfeffers und des Salzes etwas verloren geht, und deswegen sind hier doch etwas größere Mengen erforderlich. Aber natürlich gilt, übertreibt es nicht. Nachwürzen kann man immer noch, Gewürze entfernen ist sehr schwer. Untermischen, weiter garen lassen, zwischendurch vielleicht ein-, zweimal probieren, und falls man der Meinung ist, dass noch etwas Gewürz fehlt, kann man das ja auch später noch hinzufügen. Ich melde mich dann wieder, wenn die Nudeln fertig gegart sind und wenn es Zeit für den letzten Schritt ist. Das Kraut ist weich, die Nudeln sind abgesiebt, Zeit, die beiden Komponenten miteinander zu vermischen. Wieder Schritt für Schritt, und ich merke gerade, dass ich wahrscheinlich, wenn noch mehr Hunger entsteht, bald einmal auf einen größeren Topf umsteigen muss. Das ist jetzt wie gesagt etwa ein halber Kilo an Teigwaren und etwa 1 Kilo an Kraut. Zusätzlich noch eine kleine Menge an Zwiebel. Normalerweise könnt ihr für 2 bis 4 Personen mit etwas kleineren Mengen kalkulieren. Rühren wir das einmal ordentlich unter. Und ihr seht schon, das Ganze verbindet sich recht schön und ergibt dann ein leckeres Hauptgericht. Ich werde jetzt noch den Rest der Nudeln hier in das Kraut einmischen und dann anfangen, das Ganze zu genießen. Das war's dann auch schon wieder. Dieses Video erscheint außerhalb der Reihe bereits am Mittwoch. Gewöhnt euch nicht daran, ich werde den normalen Videorhythmus, also einmal in der Woche jeweils am Sonntag, beibehalten. Dachte mir allerdings, bevor das Kraut schlecht wird, schiebe ich jetzt noch schnell auch einmal unter der Woche ein Video ein. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es einmal ausprobiert und mir eure Erfahrungen dazu berichtet. Hat es euch geschmeckt? Ein Klassiker der Wiener Küche, ganz einfach zuzubereiten und schmeckt meiner Meinung nach sehr außergewöhnlich und sehr lecker. Bleibt nur mehr, mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.